Unser Rundgang durch die Altstadt von Aachen beginnt am Theaterplatz, von wo aus wir uns zunächst zum nahegelegenen Elisenbrunnen begeben. Danach durchqueren wir die stimmungsvollen Straßen und Gassen der Altstadt und erreichen schließlich den Rathausplatz. Wir umrunden das Rathaus und besuchen das berühmteste Bauwerk der Stadt, den Dom. Vom Münsterplatz aus kehren wir anschließend zum Ausgangspunkt unserer Tour zurück. Der klassizistische Theaterkomplex der Stadt eignet sich ideal für eine Erkundung der Aachener Altstadt, welche mit einem Besuch des nahegelegenen Elisenbrunnens beginnt. In der offenen Wandelhalle mit dorischem Säulenvorbau befinden sich 2 Trinkbrunnen mit dem 52 Grad warmen Wasser der Kaiserquelle. Aachen war deshalb schon seit alters her ein Bade- und Kurort, den bereits die Römer zum Betrieb von Thermen nutzten. An die Rückseite des Brunnens grenzt der im 19. Jahrhundert angelegte Elisengarten an. An dessen Nordseite befindet sich der sogenannte Geldbrunnen, der ebenfalls aus den Thermalquellen gespeist wird und Geiz, Gier, Gönnerhaftigkeit und Bettelei symbolisiert. Weiter geht es nun zum Altstadtbezirk Büchel, wo uns ein weiterer Thermalbrunnen ins Auge fällt, der das Fabelwesen Barkauf darstellt, welches nach einer Sage im Abwasserkanal der Thermalquellen hauste. In das Pflaster eingelassene Bronzeplatten mit dem Monogramm Karls des Großen dienen als Wegweiser für die historische Tour durch die Aachener Innenstadt. Nun haben wir den sogenannten Hof erreicht, einen dreieckigen Platz, der einst als römischer Bade- und Tempelbezirk diente. Der römische Portikus erinnert an die vergangene Zeit und verleiht dem Platz zusammen mit den historischen Fassaden sein reizvolles Flair. Nun trennen uns nur noch wenige Schritte vom Rathaus, dessen Granusturm zum Teil noch aus der Zeit Karls des Großen stammt. Auch die Südseite des Rathauses enthält noch Teile des ehemaligen karolingischen Mauerwerks. Von der Terrasse des Rathauses eröffnet sich ein erster Blick auf den berühmten Dom der Stadt. Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich der Marktplatz mit dem Karlsbrunnen, von wo aus sich ein Blick auf die Nordfassade des Rathauses eröffnet, welches im 14. Jahrhundert im gotischen Stil errichtet wurde. An der nordöstlichen Ecke des Gebäudes stößt man auf das älteste Holzhaus der Stadt, aufgrund seines Aussehens auch Postwagen genannt. Danach umrunden wir das Rathaus auf der Nordwestseite. Über den wunderschönen Domhof nähern wir uns nun dem Wahrzeichen der Stadt, dem Dom mit seinem Westwerk, welches noch aus karolingischer Zeit stammt. Da wegen der Enge der Bebauung nur Teilansichten des Doms aus der Nähe möglich sind, verschaffen wir uns zunächst einmal einen Überblick anhand des maßstabsgetreuen Modells, bei dem vor allem das zentrale karolingische Oktogon sofort ins Auge fällt. Die reale Ansicht aus den umliegenden Straßen komplettiert den Gesamteindruck. Im Inneren umgibt ein zweigeschossiger, reich verzierter Umgang den Zentralbau. Von hier aus erreicht man das Oktogon, welches als Palastkapelle Karls des Großen zwischen 793 und 813 erbaut und nur ein Jahr nach dessen Fertigstellung zum letzten Ruheort des Kaisers wurde. Es orientiert sich an byzantinischen und klassischen Vorbildern und diente noch bis 1531 als Krönungsort römisch-deutscher Könige.
Osten hin schließt sich eine gotische Chorhalle aus dem 15. Jahrhundert an, wegen ihrer riesigen Fenster auch Glashaus von Aachen genannt. Der goldene Marienschrein in Gestalt einer einschiffigen Basilika beherbergt bedeutsame Heiligtümer. Auch die unmittelbare Umgebung des Doms ist einen ausführlichen Spaziergang wert. Der Münsterplatz ist hier Treffpunkt für Jung und Alt. Zu guter Letzt lassen wir es uns natürlich nicht entgehen, die berühmten Aachener Printen einer Kostprobe zu unterziehen.